Dick Tobin war wieder am Start. Ja. Staffel 1, Folge 3, der Champion. Ja. Und ja, ich habe auch richtig Lust auf die Serie gehabt. Ja. Der maskierte Held aus England bindet sich ein Taschentuch um den Gusch rum und rettet die Arme. Genau. Ja. Spoiler an der Stelle, ja. Soldaten schlagen einen Mann zusammen, ja, und Dick Tobin und Sniffnik kommen zur Rettung, ja. Die Soldaten wussten, dass sie schon den Mann, dass die da schon mehr auf ihn losgehen müssen, weil der Mann, auf den sie einschlugen, ist eine Ringerlegende in England, ja. Und ja, Dick Tobin hat ihn befreit und als Dick Tobin und Sniffnik weiterziehen, erzählt Dick Tobin von seiner Boxvergangenheit, ja, so, ja, ich habe nicht mal versprochen, ich bin mir sicher, dass die Geschichte handelt um 1846 oder so, ja. Da habe ich nicht mal versprochen, da habe ich was mit 1600 gesagt, nee, 1846, denken wir, dass die Handlung ungefähr da ist, ja. Und wenn sie ja noch so boxt, ja. Und Dick Tobin erzählt, dass er auch schon den englischen Boxweltmeister, also der Beste aus England, den Boxer besiegt hat, ja, der schon einmal, ja, Weltmeistergrade gehabt hat und so weiter. Und Sniffnik ist begeistert und so. Und dann kehrt sie in eine Gaststätte ein, wo eigentlich Dick Tobin eigentlich zur Ruhe kommen will. Und Sniffnik tut bei der Markt angeben, was für Boxlegende Dick Tobin ist. Ja. Und die Markt erzählt es halt alles weiter. Und in der Gaststätte, und als Dick Tobin nach dem Bade quasi in die Gaststätte kommt, wurde er fürstlich bedient. Wenn Adliger die Gaststätte quasi schikanieren mit seinem Schläger und tut sie finanziell ausbeuten, und jetzt haben sie ja den Dick Tobin, der sie quasi rächen könnte. Der Schläger kommt auch mit dem Adligen rein, die sich auch sind zu Ohren gekommen, und der Schläger, der schmischt quasi Dick Tobin auf. Und jetzt will Dick Tobin aber nicht aufgeben, also ja, wie mein Motto, niemals aufgeben, niemals kapitulieren, oder fliegt die Herzl rum. Und Dick Tobin holt den Ringer zu Hilfe, der Profi-Ringer. Und der Schläger kennt den Profi-Ringer, da ist ein ganz krasser Ruf. Und der Schläger tut zögernd den Profi-Ringer rausfordern, und es geht um alles. Ja. Entweder um die Freiheit von der Gaststätte und die Demütigung von dem Adligen, der den Schläger hat, oder der Adlige beutet quasi die Gaststätte noch mehr aus und demütigt die Leute aus der Gaststätte. Ja. So. Weil der Profi-Ringer so gut ist, auf einmal wurde er dann vom Adligen und seinen Leuten entführt, ja. Und der Wettkampftag kommt, und weil der Ringer nicht da ist, tritt Dick Tobin in den Ring und kämpft für die Gaststätte, ja. Ja, und Sniffnik sucht nach dem Profi-Ringer, und jetzt ist die Frage, wie geht's aus, ja. Gewinnt quasi der Schläger oder gewinnt Dick Tobin, ja, kann er quasi die Gaststätte befreien vor der Knechtschaft von dem Adligen, kann die Diktatur von dem Adligen beenden jetzt, oder gewinnt der Schläger, und
oder also gewinnt Dick Tobin und kann die Knechtschaft beenden und die Gaststätte befreien und den Adligen damit ja, besiegen auch und ja. Oder gewinnt der Schläger und die Gaststätte wird noch stärker tyrannisiert, findet sie den Profiringer wieder, was mich der Profiringer, wenn er wieder auftaucht oder schon verschollen, hätte sie ihn umgebracht oder gibt es noch Lösegeld oder ist einfach der Profiringer aus Angst verschwunden. Will ihr alles offen lassen, dann müsst ihr euch das selber anschauen. Ich denke, es war schon gut gemacht. Also mich jetzt schon interessiert, ob das so in den 60er, 70er gemacht worden ist, Dick Tobin. So von der Action-Frequenzen gibt es da keine Filme, die später gedreht worden sind, die besser sind. Weil 70er, 80er, 90er war ja der Hochburg von Action. Da gab es Filme, die sind von der Action-Frequenz hochwertig und besser gewesen. Aber trotzdem war die Action nicht übel, sagt man so. Die Story, die hat sehr viel Boden und also was nicht hervorsehbar war, was kommt. Viel Spannung, viel Drama und viel, ja, das war richtig gut dabei. Und auch die Schauspieler ja Glanzleistung gebracht. Auch, ja, die Story war nicht so vorhersehbar, was kommen könnte. Von daher war das eigentlich auch sehr interessant für mich anzuschauen. Also war auch sehr, keine 0815 Story, das war wirklich gut austüftet, wie sie das geschrieben haben. Nur von der Actionfrequenzen hinkt es ein wenig hinterher, aber es war trotzdem gut anzuschauen. Ja. Das will man jetzt da nicht abstreiten. Und von 1 bis 10, sage mal, hat er eine 8 verdient. Eine faire 8 und damit noch ein Rotsherzli. Ja. Dick Tobin. Ja. Wie schon gesagt, also ist auch immer ganz kurzwierig, sind auch ganz kurze Folgen, sind so 23 Minuten. Kann man sich anschauen, aber nach der Frühschicht war ich ja wieder total übermüdet. Habe ja dann noch trainiert. Heute Kraft, Ausdauer, Oberkörper, das mache ich dann immer Mitte vom Monat, um den Muskel anders zu belasten, um die Durchblutung zu stärken. Und wenn die Woche vorbei ist, dann oder halt die Einheit vorbei ist, dann kommt am Wochenende quasi dann normales ganz normaler Trainingsprogramm weiter. Dabei mein Trainingsprogramm umgeschrieben hat, weil man sollte das jedes halbe Jahr mal umschreiben. Und die Woche ist Kraft-Ausdauer. Ja. Und am Wochenende kommt halt das normale Programm wieder. Ja. Und da war ich auch sehr übermüdet, auch von der Frühschicht. Und ja. Und dann ist Dick Tobin gerade zur rechten Zeit gekommen. Also das gucke ich gerne an, sagt man so. Ja. Also muss nicht immer die höchste Note sein, dass man irgendwas gerne anschaut. Ja. Und ja, also kommt dann auch mit Stolz in meine Heimatecke. Ja. So, also da wünsche ich euch noch morgen ist Mittwoch, Bergfest quasi. Das ist ein Spruch von der Arbeiter. Weil Mittwoch, mitten in der Woche, da ist man, ja, da ist man über die Zugspitze hinweg, sagt man so, da hat man das Übelste schon geschafft und danach kommt die Abfahrt ins Wochenende. Da hast du ja nicht so lange bis ins Wochenende mehr fast, weil wenn der Mittwoch voll rum ist, sind 2 Tage, ist das ist schon wieder Wochenende, deswegen sagt man Bergfest, weil du bist gerade an der Spitze. Ja. Und da können wir ins Wochenende rutschen. Aber ja, die 2 Tage halten wir auch voll durch. Und ich kann die Serie nur empfehlen, ja, Dick Tobin quasi und Sniffnik, die Vorfahrer von Batman und Robin, das ist gigantisch. Gell? Eigentlich sollte man es eigentlich schon so in die maskierte Held-Schiene, kennt man es auch nicht.
Ja. Muss man überlegen. Lieferung Ende im Gelände.